Was spielt ihr? Hockey? Seid Hockeyspieler? Die Jungs hier. Hier ab, ne? Noch rennen. Nee, nicht hochstellen, nein. Alter, Hey! Unglaublich! Hier drin! jetzt auch hier. Ja, das ist ja ne? Du hast ja den Müll gemacht.
weh. Der Jim kann alles tragen. So, wer schreibt Strafen auf? 3 Minuten haben wir noch. 3 Minuten ist bei uns eine Ewigkeit in der Mannschaft. Ist Silla schon da? Nein. Oh, Silla und Mats auf einem Zimmer. Oh. War der Jimmy eigentlich beim Frühstück? Ja, okay. Hat ihn gleich geweckt? Croissants mit Nutella geholt. Wahrscheinlich. Ja, und Walle. Natürlich ist er. Walle, oh ja, aber ist schon eins nach. Nein. So läuft es nicht. Machst du direkt nebeneinander in der Liste? Ja. Tobi FaceTime, ne? Ja. Mit wem? Mit Jan Kratz, das erkennt man direkt. Geht das eigentlich erst zu spät? Ah, geht das erst zu spät? Ja, eine Minute. Minute und Auf geht's. Hallo. Ich finde es total geil, dass du schon wieder ein Alter geworden bist. Ne? Jetzt ist das total die gute alte Tradition. Wenn das hilft, ist alles gut. Das ist wirklich flink. Alle die sind wirklich flink. Quatsch mal mit einem anderen. Bis später. Ciao, ciao. Du machst Blätter auf dem Kopf, aber muss das ist eigentlich noch. Zum linken Knöchel. Ich hab doch nicht. Das sieht man so selten. Gut, dann fangen wir an. Jetzt sind wir alle komplett, oder? Ist der Krause ist auch? Der ist noch im Management. Wir uns noch wieder. Ich habe schon etliche Bilder auch aus dem Fanbus bekommen. Also die Trommeln sind da, die Fahnen werden irgendwie da reingeschmuggelt. Das wird ein Riesending. Sinnbildlich für mich immer noch, dass wir 6-0 zurückliegen und am Ende 14-12 gegen Ulm Mülheim gewinnen. Und genau diesen Kampfgeist brauchen wir heute. Ja? Das ist das, was uns ausmacht, die Leidenschaft, der Kampf. Und darüber werden wir auch kommen. Und das ist das, was uns auch völlig unterscheidet von allen anderen Mannschaften. Ja? Hier sind alle von uns entweder GATC Clubkinder, ja? GATC Urgesteine und schon ewige Zeiten hier im Verein. Ja? Jeder identifiziert sich mit dem Verein, mit dieser Mannschaft. Ich glaube, das ist der Riesenunterschied dieses Wochenende. Ja, das ist die Situation, ne, für den Mats. Ja, da bitte dann wegbleiben. Ja, der Mats schafft das da schon alleine. Und wenn wir da die Leute auf der einen Seite haben, ist automatisch auf der anderen Seite natürlich mehr Platz. Ja, das heißt, auf der Seite wartest du dann, Jimmy. Ja, der Ball wird rüber gespielt, Niki ist vororientiert, spielt den Ball hier zu, du gewinnst dann 1 gegen 1. Vielleicht muss auch nur ein Tipp in machen. Also komplett frei lassen wir auch mal so, wenn der Mats schon echt ein gutes Stück da reinläuft, dann vielleicht. Wenn du siehst, dass da genug Platz ist, wo du einen Pass durchgesteckt kriegen kannst, ja, und du in eine gute Position kommst, dann wirst du natürlich als Hilfe gebraucht. Aber tendenziell wollen wir dem Mats erstmal ein bisschen mehr Raum lassen. Ja, und dann spielt natürlich, guckst du in der Mitte, wo der Anschluss ist. Jimmy, es ist nach dem ersten Ziel, den ich mache, oder den ersten kurzen Ball an die Bande für mich selbst, dass ich dann währenddessen ich das mache, hochgucke. Ja. Und dann ist es spannend, jemand innen zu haben, damit ich auch, so wie der Höhlen das ja auch oft macht, den mit der Rückhand dahin spielen kann. Ich brauche heute lang wahrscheinlich erstmal nichts, weil wenn die wirklich am Mann spielen, dann gehe ich da einfach selber rein und baller drauf. Aber wenn sie diese Verteidigung spielen, wo sie so ein bisschen im Raum stehen, dann ist es immer nice, innen Ausstieg zu haben. Dann kann ich nämlich immer innen manipulieren, außen gehen oder innen spielen, außen manipulieren, innen gehen. Also viel zusammenhalten. Der Rechtsverteidiger kann den auch mal abplatzen. Ne? Wir müssen nicht immer 2 Kontakte. Man kann den auch einfach, das kriegt man ja im Balltempo mit, einfach mal abplatzen lassen. Das reicht von der Geschwindigkeit häufig auch schon, den dann in der nächsten Ebene aufzunehmen. Wichtig ist dann, dass ihr euch einig seid, hier Jimmy Silla, ja, oder Hans, wer auch immer. It's important that they're both has contact.
so they know when they pass the ball to the boards, which one is going for the ball. So not that Zilla is taking his man with you and you try to get the ball here and Hans is coming here. So it has to be very clear that this ball is for Zilla or the long ball is for Jimmy and you are for the next step to get a pass and shoot. Yeah, if possible, when the right defender receives the ball and tries to pass it down the line, it's probably even more interesting that Zilla is going for the lead, and then Jimmy and Hans, you guys are going to fuck off and go to the other side, because you will also make sure that your defender has to make a decision. Am I going with you guys, or am I just standing there and play a little zonal system? So that's going to be interesting for either Zilla taking the ball, giving it to you, or just taking it on himself. But yeah, it's good that you go to the other side. Spielt Hockey und habt Spaß. Macht das, was wir die ganze Zeit machen. Ja, spielt miteinander, habt Spaß auf dem Spielfeld, holt euch den Spaß, erinnert euch dran, wie geil das gegen Berlin war, wie wir den Ballbesitz haben, ja, wie wir die laufen lassen, die Gegner, wie geil es ist, geil zu verteidigen, eine Ecke abzufangen mit dem Körper und sich da so vor die Kurve zu stellen und zu jubeln, weil man einen Ball abgekriegt hat. Das macht Spaß, euch zuzusehen, es macht Spaß, mit euch zu spielen hier und das möchte ich. Das ist der größte Rat an euch. Genießt habt Spaß heute und spielt Hockey. Nee, am Boden ist scheiße. Warum da? Ich habe eine Dose dabei sonst. Ich habe auch extra für dich und für Jimmy extra eine Haarspray-Dose. Ja, geil. Stimmbänder einmal Öl nochmal. Hat aber eben schon. Bitte? Hat aber auf der einen Seite schon. Fall evangelisch. Ellbogen nach vorne. Ja, Krogo, jetzt will ich Ja, du musst die Arme nicht zusammen.
Na, das wäre Coca-Cola her. Ja. Warte auf, nicht die Arme so, einfach hin. Jetzt die Füße zusammen. Zusammen? Nee, ja, und hängen lassen. Müssen hängen lassen. Der ist ja so doof gewesen. Oh, Junge! Junge, der ist weg. Coco, mach das noch zweimal, dann spiele ich heute. Also, so unnormal. Da werden wir noch so lange daran erinnern an solche Sachen. Ich hoffe, du hast es drauf. Mit dem Handtuch? Sonst hält es echt doch gerade. Kannst du ja eine gute Peter, kannst du mir eine Schere geben? Hast du gerade gemacht. Hast du ein Edding in der Tasche? Hast du ein Edding, Peter? Edding. Und ich kann euch schon mal sagen, bevor wir gleich aufs Sportliche eingehen, also rein auf den Rängen, auf der Tribüne, ist das ein ganz klarer Auswärtssieg für Gladbach. Ja, guck mal, man sieht sogar im Bild wunderbar hinter uns, da ist so eine ganz dunkle Ecke. Ja. Das sind alles Gladbach-Fans. Also, es gibt ja nichts Geileres für so einen Club. Die Geschichte, wir gehen gleich nochmal drauf ein, aber ganz Gladbach ist, glaube ich, gerade hier. Das ist so ein traditioneller und familiärer Verein auch. Ich kenne ihn ja auch selber aus meiner Hockeyjugend bei Ulm aus Mülheim. Und ja, das ist einfach sensationell, was die hier an Fanpower jetzt schon mitgebracht haben. Und wir können mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, als die Gladbacher Jungs gerade reingelaufen sind. Nur beim Warmmachen, bei jeder einzelnen Runde, die sie hin und her gejoggt sind, ist da drüben quasi einmal die Eskalationsstufe erreicht worden. Also das wird gleich richtig, richtig laut. Und dann lasst uns auf Sportliche eingehen. Auf der einen Seite steht der HTHC. Die spielen eine perfekte Saison bis dato. Ungeschlagen durch die Hauptrunde und durchs Viertelfinale gegangen. Und auf der Gegenseite der Aufsteiger aus Gladbach. Der ist an dieser Position, ne? Das ist geil, ne? Sehr gut, Männer. Ja, schön, Jungs. Ja, frei, ne? Und auch noch welche pinkeln.
2 Minuten, bis die Halle dunkel wird. Das ist eine Halle mit den wenigsten Toiletten. Ehrlich. Männer, macht so Laune mit euch. Mega! Ja, wehe, Junge. Aus der Tasche. Ja, ich hab hier so. Nimm mal bitte so, dass ihr 2, 3 Mal schon auf der Bank habt. Ja, haben wir, glaube ich, eben gerade. Eben die Ausrüstung Die Halle ist noch schon. Ich möchte dich sitzen. Nee, ich bin wach und ich stehe. So, bitte anfangen. Komm, dann auf hier, komm jetzt. Das, was wir morgen schon gesagt haben. Genau das geht's heute. Ich bin super stolz, dass wir heute hier sind und machen uns und den ganzen GRTC, unsere ganze GRTC-Familie noch stolzer heute hier. Es kommt auf Leidenschaft an, gemeinsam kämpfen. Wir wollen es einfach mehr als die Gegner und wir zeigen es auf dem Platz. Bobby, komm, stimm uns ein. Jungs, jetzt geht's! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Und die Ansage will ich morgen nochmal machen! Ich will hier gewinnen! Und ich will das bei jedem Einzelnen sehen! Das ist geil bisher und es wird noch geiler! Lasst sie aus der Halle bügeln! Let's go! Okay. Wir müssen uns so ein bisschen konzentrieren, dass wir die Vorfreude auf ein professionelles Maß einbremsen. Das ist ein wahnsinnig spannendes Halbfinale, das viele mit Freude erwartet haben, weil es eben das Märchen, das Disney-Märchen aus Gladbach gegen die perfekten Hamburger ist und keiner weiß so richtig, was auf uns zukommt. Es wäre zu einfach zu sagen, der HTRC schrubbt die weg und dann gucken wir mal, wie morgen die Hymne klingt. Ja, so würde wahrscheinlich jeder erstmal rangehen, wenn er das Duell sieht. Ja, Aufsteiger gegen 30 Punkte im Norden geholt. Aber es ist ein Halbfinale, es ist alles offen. Der GRTC mega eingespielt, super Heimtruppe und kann es schaffen, den HTRC gefährlich zu machen. Ja, und jetzt kommt er also auf die Platte. Die Nummer 3 heißt Mats Grambusch und das ist natürlich der Player to watch. Wir reden ja oft über Player to watch und nehmen dann immer Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4. Beim GTAGC gibt es diesen einen Spieler, auf den alle schauen. Und jetzt erzählst du mir mal, warum es nicht nur der eine Spieler ist. Ja, es sind halt ganz viele sind ja auch ohne Mats in die erste Bundesliga aufgestiegen und Mats kam dazu. Und ich habe im Vorfeld mit dem Trainer gesprochen, der meinte, es war total schön, als Mats das erste Mal beim Training war. Hat er mir auch erzählt, ja. Hat sich Mats halt vorgestellt und hat gesagt, ich bin der Neue. Wenn ich irgendwo falsch stehe, dann müsst ihr mir sagen, wo ich hingehen soll. Hat sich also mega eingebracht in die Mannschaft und hat sich auch sozusagen eingefügt in ein bestehendes Team und hat jetzt natürlich rein spielerisch auch so ein bisschen die Führung übernommen, was ja ganz normal ist, wenn so ein erfahrener Spieler kommt. Ich glaube, die Mischung ist
Ball wieder ins Spiel. Schneller Lauf. Boah, ist das gut gemacht. Nächste dicke Möglichkeit für Jimmy Schiefer. Hier, wenn die da den Ball haben, diagonaler stehen. Lass den doch hier rein. Nicht diesen Dreher kassieren in die Mitte rein. Ja, vor allen Dingen der zweite Mann, Mittelmann nicht gerade, wenn die überlaufen können, das ist scheiße. Wir bleiben hier stehen. Aufbauspiel, da hat eine Sache, Aufbauspiel. Jungs, wir sind ja relativ statisch hier gerade. Fühlt sich vielleicht nicht immer Weltklasse an. Mal spannend, rechts wegzuziehen, rechte Bande freimachen. Der Zentrumspieler läuft mal dahin. Linke Bande, kommen wir immer raus, ist auch kein Problem. Wir kreieren noch nicht so viel, aber lass uns ruhig erstmal gegen den Press rauskommen und dann einen zweiten Schritt machen. Der war ein bisschen hoch, aber wird weiterspielen gelassen. Großzügige Auslegung finde ich aber genau richtig. Genug tituliert. Oh, jetzt kommt die Konterchance. Schiefer, warum schießt er denn nicht? Ja. Warum schießt er nicht? Junge, nimm dir doch diesen Schuss. Jetzt guck mal genau hin. Das ist genau das Wichtigste. Das muss man im Eishockey hinkriegen, über den linken Fuß zu kommen. Dann wird es schwer mit dem Verteidigen. Ja. Aber Antritt in der Nobelkausch, den darfst du nicht verpassen. Wenn du verpasst, bist du am Arsch. Ja? Deswegen versuch mehr, dass du gegen Schiffer spielst und du gegen Siller. Ja? Der Torwart kriegt den Ball auf den Kicker, der prallt hoch ab, der kann gar nichts machen. Aber der prallt dann eben gefährlich ab und wenn ich dicht am Torwart dran bin, kriege ich halt die Ecke. Und das ist das Thema, weswegen wir immer sagen, schießen, schießen, schießen. Ne? Ja, ich sage immer, wenn du nicht weißt, wohin, schießen halt oben auf den Spann vom Torwart, weil dann kommt der vielleicht mal hoch zurück und dann gibt es vielleicht auf die Ecke. Und warum nicht probieren? So, 3:1. Also wenn das Carsten Ahlisch und Michi Körper zusammen sagen, der sagt das nämlich auch in jeder Übertragung. Dann kann es ja nur richtig sein. Nächste Ecke, nächstes Tor. 2:2. Niklas Braun. Wir haben Match. Und was für eins. Gladbach ist zurück in der Partie. Ja, die direkte Antwort vom 31-Jährigen. Ja, ganz unglücklich für Ditzer. Der ist da unten mit dem Knauf vom Schläger noch dran, glaube ich. Ja, du siehst es auch, wie er den Brust rausschreit. Grambusch und das ist die eine Situation, über die du geredet hast. Mats Grambusch, was für ein Tor! Der geht einmal durch alle durch und schweißt das Ding in den Winkel. Das ist die eine Situation, über die Professor Dr. Hockey gerade geredet hat. Einmal durch 3 durch und dann, Achtung, wie mit dem Winkelmaß. Der ist abgefällt schon. Egal, aber er muss über den Ellbogen, über die Schulter, sonst geht er nicht rein. Das weiß der natürlich. Einmal das Duell über den linken Fuß gewonnen. Und dann kommst du mit der Vorhand zum Torschuss und dann steht es 3:2 Gladbach. Wahnsinn. Da grinst er auch, hast du gesehen? Ja, der hat ihm richtig Spaß gemacht. Schelmisches Grinsen. Der hat ihm richtig Spaß gemacht. Und habe ich 1000 von gemacht. Die Gladbacher Märchenstory, sie geht weiter. Stand 17 Uhr. Ich finde es super, dass Gladbach sich da nicht hinten einigelt. Da haben sie die ersten paar Minuten gemacht, um reinzukommen und jetzt schwierig da rauszukommen. Ja? Irgendwann geht er. Oder der kostet viel Kraft, um da halt hinzuverstehen. Oh, jetzt nochmal. Oh, ja, Achtung. Nächste gute Möglichkeit. Ditzer liegt schon und Schiefer trifft.
4:2. Gladbach erhöht auf 2 Tore Führung. Und sie jubeln da jedes Mal vom kompletten Block. Und wieder ist es eine schöne Einzelaktion, aber eigentlich die Vorarbeit. Hier, gucken wir nochmal drauf. Die ist auch richtig sehenswert von Hans Nedling, vom Südafrikaner. Ja. Dass der überhaupt sich in der Halle auskennt. Wahnsinn. Was ist denn das für ein geiles Spiel? Dass dieses Hallendach noch drauf ist ein absoluter Wahnsinn oder eine Sensation. Hätte ich niemals mit gerechnet, dass die so loslegen. Also wir haben heute ja mal so ein bisschen Honig im Mund geschmiert, dass das jetzt hier gut sein könnte, dass das am Ende so, also sowohl auf dem Feld als auch auf der Tribüne abgeht, hatten wir glaube ich beide nicht mit gerechnet. Lass uns gerne anfangen mit Gladbach, von wegen Außenseiter. Die spielen im Halbfinale, als ob sie die letzten Jahre nie was anderes gemacht hätten. Ja, absolut. Also die lassen sich auch gar nicht davon beeindrucken, was HTHC hier macht. Ich hätte damit gerechnet und die beiden Kommentatoren haben es auch angesprochen, dass Gladbach sich erstmal hinten reinstellt. Pustekuchen, volle Kanne vorne drauf, getragen von dieser Masse hier. Und dann macht Maxi Naruto das 1:0 und spätestens da war klar, ey, hier gibt es kein Abtasten, nix, hier brennt die Halle. Und dann geht er noch in die Kurve da rein und lässt sich Hans kriegt den einmal von mir lang geblockt. Das ist ganz einfaches Hockey. Einfach vorher einmal scannen, vororientiert und dann eine Entscheidung treffen. Oder auch mal, wenn ich den direkt spiele, dann dem über die Bande, der geht auch. Das sieht so aus, als hätte ihr richtig Spaß auf dem Platz. Übertragt das richtig, das ist richtig geil. Ja, und der zweite Halbzeit haben wir weiter Spaß und dann gewinnen wir das Ding. Komm, auf geht's! Auf geht's! Also, wie viel Zeit haben wir noch? Die Position gegen Gladbach halt gebraucht wird. Ne? Also Juror einer Castingsendung wird Carsten Alisch nicht mehr, aber er ist unser Hockey-Experte. Jaczynski stellt wieder alles auf Unentschieden. Wir sind so schlau wie zuvor. Wir haben 1 Minute gespielt in dieser zweiten Hälfte und es steht 4:4. Ja, schnell abgeschlossen, flach, immer unangenehm für den Torwart, da so einen schnellen Abschluss flach. In der Halle den letzten Titel geholt hat. Aha, Achtung. Gut gemacht. Sinaloglu und der schießt den HTHC ein Stück weit weg vom nächsten Titel. Gute Aktion. Deswegen wurde er nominiert zur deutschen Nationalmannschaft, zur Weltmeisterschaft, die ja auch bald stattfindet. Boah, kurze Ecke. Damit hat Ditzer, glaube ich, nicht gerechnet. Ja, aber das ist ja schwierig für den Torwart, weil das ist so ein vor- und sehr Rückhand-Torschuss. Wenn du jetzt nämlich stehen bleibst, legt er dir ins lange Eck. Genau. Gehst du, machst du den Schritt und legt er dir ins kurze Eck. Also es ist schwer. Oh. Ja, Guter Ball und das ist der nächste Treffer. Du kriegst sie nicht tot, diese Hamburger. Schon wieder zurück. Das gleiche auf der anderen Seite. Der GATC ist auch nicht tot zu kriegen. Immer diese direkten Gegenschläge. Jaczynski mit Tor Nummer 3. Ja, das lässt er sich nicht nehmen. Das ist halt so erfahren und einfach immer schnell flach. Ein Kicker vorbei reicht meistens auch. Spiel wie so viele nur gedacht, dass der HTHC die besseren Karten hat, gebe ich ehrlich zu. Und umso überraschter und positiv überrascht bin ich von der ambitionierten, von der großartigen Leistung, die der GATC hier zeigt und die Grambusch wird's nicht, es wird Franco und sie hätten gerne den 7 Meter und den bekommen sie auch. Er hat ja noch ein bisschen mehr gewonnen als die Weltmeisterschaft. Ja. Olympiasieger, glaube ich. Grambusch. Natürlich ist er drin. 6-5 für GATC. Jawohl! Achtung, Silanoglu. Den kriegt er nicht ganz drauf auf den Kasten. Nächste Möglichkeit, die ist gut. Ditzer zum ersten, Ditzer zum zweiten, Ditzer zum dritten. Kuddelmuddel und Ecke. Kommt dann also raus. Was für eine irre Situation. Freue ich mich aufs Replay. Ja, gut. Ich sagte. Nächste Aktion. Nächstes Tor für Gladbach. 7-5, 2 Tore Führung. Kompromisslos geschossen.
Kurzes Eck, schnell abgedrückt, Torwart ist halt 3-4 Schritte draußen, dann ist das Tor noch ganz schön groß. Und dieser schnelle Ablauf da, das ist schon gut. Niklas Braun, Braun, wie knapp das eigentlich ist. Ja, Niklas Braun macht seinen Ruf als Eckenspezialisten alle Ehre. rausgegeben, die Ecke. Aber der Nachschuss, der doppelte Nachschuss. Und Tom Schneider wirft sich in den Schuss. Schläger, deswegen glaube ich, dass der den Dritte gesehen hat, ist auch überhaupt nicht etwas Schläger wenn wir das Live-Bild im Auge haben, natürlich schon lange nichts Gut, jetzt Titus wächst, der kommt auch aus München und der sieht Ellen von Schwerin und der Ball, der flimmert da unten
Jetzt schon den Torwart raus, finde ich okay. Kann man machen, gerade im Herrenhockey. Da wird es viele Ball laufen lässt. So zum Beispiel, das ist der Pfosten. Das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass direkt wieder die Antwort kommt. Das ist auch nicht. Das ist nur ein Freischlag. Anders kann man es nicht nennen. Und die Harvestehuder-Fans, die hüpfen schon und zählen die Sekunden, bis es also offiziell ist. Der Harvestehuder THC steht im Finale und kämpft morgen um die Krone im deutschen Hallenhockey. Sie haben es geschafft, den GTHC irgendwie niederzuringen, die eine großartige Leistung gezeigt hat, eine ambitionierte Leistung, die dann in einem so unterhaltsamen Halbfinale geendet ist. Ja, absolut. Es war eine tolle Partie, oder? Ja, man kann den Gladbachern da auch nur wirklich, kann man es bei denen bedanken, dass sie es so toll gemacht haben. Und bei mir steht jetzt Mats Grambusch. Mats, was hat gefehlt, um im letzten Viertel 2 Tore Vorsprung noch irgendwie über die Linie zu bringen? Boah, ich glaube, ich bin da sinnbildlich gerade der ideale Gesprächspartner. Ich glaube, wenn man mir ins Gesicht guckt, ohne dass ich jetzt hier einen Spiegel habe, ich glaube, uns haben am Ende ein bisschen die Körner gefehlt. Gegen eine Mannschaft aus HTHC, die es dauerhaft sehr gut gemacht hat, über 60 Minuten. Ich glaube, das ist auch deren größte Stärke, dass die einfach diese Kontinuität haben, das Ding durchspielen. Uns ein bisschen die Luft ausgegangen. Wir haben nicht ganz so viel gewechselt, was vielleicht auch hinten raus ein Problem war. Ja, aber das ist Hockey und ein Zweitligist hier gegen HTHC ist schon eine ganz nice Nummer gewesen. Absoluter Chapeau, welches Tempo ihr hier auch mitgegangen seid mit HTHC. Es war ein wahnsinnig intensives Spiel. Ich habe gerade gesehen, du hast alle deine Mitspieler in den Arm genommen. Wie sehr überwiegt aber trotzdem auch der Stolz auf diese Mannschaft, so eine sensationelle Saison gespielt zu haben? Ich glaube, da ist das Spiel heute total irrelevant gewesen. Was wir dieses Jahr abgezogen haben, war schon überragend. Was Köln rauszuschießen in der Weststaffel, das war schon aller Ehren wert. Dann im WAC ein so überragendes Viertelfinale zu spielen und hier jetzt überhaupt nur auflaufen zu dürfen, ist für uns unglaublich. Und ich bin verdammt stolz auf die Truppe, auf den ganzen Verein. Wenn man sieht, was den Leuten das bedeutet, dann kribbelt es auch bei mir. Und ja, ich bin richtig stolz, heute GADCer zu sein. Das sind doch auch tolle Bilder. Raus mit Applaus, ich hab's gesagt. Was für eine großartige Saison von Gladbach und auch was für eine großartige Kulisse, die Gladbacher hier mitgebracht haben. Der ganze Verein ist da, ne? Also der ganze Verein angezündet. Ja. Das ist ja auch wichtig, so auf dem Weg. Und viele Ur-Gladbacher dabei, die wirklich da das Hockeyspiel noch angefangen haben, insofern auch noch sehr, sehr hoch zu bewerten. Ja. Und haben dann ja einen Top-Neuzugang bekommen von außen, aber gar nicht so neu, weil er ist ja Gladbacher, aber der hat natürlich auch nochmal Sprung gegeben. Irgendwann wieder hin, damit die Kinder niemand kriegen. Alle in Gladbach geboren sind. Geboren sind.
geboren sind. Einmal ganz kurz, ich bin ja ein alter Sack und ich weiß, dass man jetzt so oft jetzt mit dieser Mannschaft nicht mehr zusammenkommt. Es ist einfach de facto so, eine Mannschaft ist immer bis zum letzten Spiel eines Turniers, letzten Spiel einer Meisterschaft zusammen und dann würfelt sich immer wieder was Neues, jetzt kommt wieder Feld, andere Leute kommen dazu und deswegen finde ich es manchmal ganz wichtig, dass man kurz einen Abschluss findet. An allererster Stelle möchte ich mich einmal im Namen des Teams beim kompletten Staff bedanken. Das war schon richtig geil, dass ihr unsere Amateurtruppe, wie ich am Anfang mal gesagt habe, in Frankfurt oder wo wir da waren, hier hingeführt habt. Ganz großen Respekt, alle auf eure eigene Art und Weise. Der eine bescheuert, eine Kroko, der andere ein bisschen ruhiger, der andere mixt mit seinem Unterarm den fucking Bottich an. Danke Peter dafür. Das war schon riesig, es hat richtig viel Spaß gemacht mit euch. Und dafür einmal, ich glaube seitens der Truppe, mal kurz einen Applaus, weil ich möchte aber trotzdem noch einmal auf die Mannschaft. Ich bin ja vor einem guten halben Jahr hierher gekommen und ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Ich hätte niemals gedacht, dass wir es schaffen werden, in so kurzer Zeit so erfolgreich zu werden, dass wir so ein geiler Haufen dann auch sind, so eine Bruderschaft, so eine Gemeinschaft mit dem Physio, der irgendwie bei den Fans steht und mit nach vorne peitscht. Das sind schon richtig viele Sachen, die in diesem Verein, in dieser Mannschaft einfach funktionieren. Da bin ich auch ganz ehrlich, das kenne ich natürlich aus dem Verein nicht ganz so aus den letzten Jahren und mir gibt es unheimlich viel. Also ich bin eben zu den Fans gegangen und ich musste umdrehen, weil ich sonst geheult hätte und ich bin kein Typ, der schnell heult eigentlich. Aber ich finde das so emotional, was wir hier gerissen haben. Ich bin so stolz drauf und ich möchte dafür einfach bei jedem Einzelnen auch wirklich mal Danke sagen. Danke, dass wir diese Scheiße so gewuppt haben. Danke, dass wir alles reingehalten haben. Danke, dass man vom Platz gehen kann, erhobenen Hauptes, obwohl man verloren hat, weil hier jeder Einzelne, wirklich von Nummer 18 bis Nummer 1, zum Glück gibt es keine Nummerierung, aber ihr wisst, was ich meine, wirklich alles gibt und wir haben heute da draußen alles gelassen und ich war wirklich noch nie bei meinen 5.738 Spielen so stolz auf eine Mannschaft, wie ich es gerade bin nach einer Niederlage und dafür einfach vielen, vielen Dank, Jungs. Ich habe euch alle ins Herz geschlossen und diese Truppe ein letztes Mal wird es so nicht mehr geben. Also speichert es ab, okay? Speichert es eurem Kopf ab. Es war eine Riesensaison und die wird auch für immer bleiben, okay? Vielen Dank. you.